Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Die Videos über meine Deutsche Ordensarmee gehen jetzt so langsam dem Ende entgegen und auch das Projekt Boxenlehrmalen schreitet weiter voran. Das hatte ich ja im Weihnachtsvideo zum Deutschen Orden erwähnt. Wie schon im letzten Video gesagt, waren die Preußenreisen für den europäischen Adel fast schon so etwas wie eine feste Institution. Wie wurden diese Reisen aber durchgeführt und was war das Besondere daran? Damit möchte ich mich heute auseinandersetzen. Dass der Krieg im Baltikum unter besonderen Umständen geführt wurde, war auch außerhalb Preußens bekannt. Der englische Franziskaner Bartholomäus Anglicus beschreibt Litauen als ein sumpfiges, waldreiches Land, das im Sommer gar nicht erobert werden könne, sondern nur, wenn im Winter Flüsse und Gewässer zugefroren seien. An anderer Stelle, in der Eulogium Historiarium, wird ebenfalls auf dieses Problem hingewiesen. Jean de Mandeville verweist in seinem Reisebericht nicht nur auf die schlechten geografischen Verhältnisse, sondern auch auf den Weg durch die Wildnis. Nach Mandevilles Bericht dauert der Weg durch die Wildnis 3 Tage und die Ordensritter und ihre Gäste waren gezwungen, sämtliche Versorgungsgütern auf Schlitten mit sich zu führen, da sie in Litauen keine Nahrung finden würden. Aufgrund der klimatischen Bedingungen finden sich in den preußischen Quellen die Bezeichnungen Sommer- und Winterreise. Die auswärtigen Texte erwähnen in erster Linie die Winterreise. Kampfeshandlungen waren während des Winters im Rest von Europa unüblich. Interessanterweise findet sich auch die Winterreise nach Preußen häufiger als die Sommerreise. Hieraus kann man schließen, dass die Reise nach Preußen am häufigsten dann angetreten wurde, wenn keine Kriege in der Heimat drohten. Der Beginn der Preußenreisen hatte sogar allgemein bekannte, aber nicht auf den Tag genau befolgte Termine. Meistens fielen sie zusammen mit wichtigen Festen der Jungfrau Maria, die Patronin des Deutschen Ordens war. Die Winterreise begann nach diesen Terminen zum Purificatio Mariae am 2. Februar, die Sommerreise hatte ihre Termine am 15. August, Assumptio Mariae und am 8. September, Nativitas Mariae. Es war üblich, dass 2 Reisen pro Jahr stattfanden. Die unterschiedlichen Jahreszeiten erforderten nicht nur unterschiedliche Transportmittel, sondern es wurden je nach Jahreszeit unterschiedliche Ziele verfolgt. Im Winter führte man den Verheerungsfeldzug, im Sommer wurde die Baureise durchgeführt. Für den Verheerungsfeldzug finden sich zahlreiche Beispiele. So schreibt Peter von Duisburg über einen Feldzug aus dem Jahre 1314, dass ein Ordensheer unter Marschallbruder Heinrich in das Gebiet der Medenitzka eindrang und es verwüstete. Im selben Jahr erfolgte ein erneuter Feldzug eben wieder in dieses Gebiet, das wiederum geplündert wurde und die Erstürmung der Burg Sistiten zur Folge hatte. Der Krieg selber wurde mit aller Härte, doch ohne schlechtes Gewissen geführt. Nur einmal, so Werner Paravicini, findet sich in der Chronik Wiegands von Marburg eine Andeutung. Mit Inhumanita devastant beschreibt er die Vorgehensweise des Ordensheeres um Garden im Winter 1364. Aber es ist nur ein beschreibendes Wort ohne tiefere Bedeutung, so Werner Paravicini. Johann von Posilge erwähnt zu diesem Winter nur, dass er besonders hart war und dass es aus diesem Grund möglich war, viele Reisen, also Feldzüge zu unternehmen. So nachzulesen bei Johann von Posilge, Offizials von Pomesanien, Chronik des Landes Preußen in Scriptores Rerum Prussicarum. Die Härte der Feldzüge wird auch daran deutlich, wie mit Gefangenen verfahren wurde. In Einzelfällen wurden sie zu Tode gefoltert. Geriet aber das gesamte Ordensheer auf einem Feldzug in Gefahr, so wurden alle mitgeführten Gefangenen und das geraubte Vieh getötet. Die Tötung von Gefangenen fand aber nicht nur im Fall von großer Gefahr statt, sondern scheint normaler Teil des Verheerungsfeldzuges gewesen zu sein. Peter von Duisburg schreibt von einer Reise in das Gebiet Salsenicka, dass das Ordensheer, nachdem es feindliche Kundschafter befragt und getötet hatte, das Land verwüstete und 3 Burgen eroberte. Erst am nächsten Tag zog das Heer mit Beute und 700 Gefangenen wieder ab, nachdem es viele Menschen getötet hatte. Siehe hierzu Petri de Duisburg, Chronica Terre Prussia. Die Litauer führten ihren Kampf gegen den Deutschen Orden genau auf dieselbe Weise. Wie der Orden fielen sie in die Gebiete ihres Feindes ein, verwüsteten, plünderten und brandschatzten sie. Und genau wie der Orden töteten auch sie ihre Gefangenen. Hierzu ist wichtig anzumerken, dass diese Form der Kriegführung im baltischen Raum schon vor der Ankunft der Ordensritter üblich war. Wie schon bereits in einem anderen Video erwähnt, war diese Form des Vorgehens Bestandteil der Kriegführung im Mittelalter. An dieser Stelle sei auch auf die Chevauchés der Engländer im Hundertjährigen Krieg hingewiesen, deren Ziel es ebenfalls war, den Feind zu schwächen und die englische Herrschaft über Frankreich zu erzwingen. Auch Otto Brunner führt in seinem Werk über die Fehde
Raub und Brand als Mittel an, mit denen man versuchte, den Gegner zur Anerkennung der eigenen Rechtsposition zu zwingen. Ziel der gegenseitigen Überfälle sollte also die Schwächung des Gegners sein und ihn so zur Unterwerfung zu zwingen. Zerstörte Gebiete sollten im Falle Preußens lange Zeit ihre alte Stärke nicht wiedererlangen können. Adlige Familien sollten entweder auswandern oder auf die Seite des Ordens wechseln. Christianisierung und Ordensherrschaft wurden also praktisch aufgezwungen. Der Verheerungsfeldzug, so Paravicini, war die am häufigsten geführte Feldzugsweise. Die meisten größeren Reisen dürften ca. 1 oder 2 Wochen gedauert haben, während kleinere Streifzüge nur einen Tag in Anspruch genommen haben dürften. An den großen Reisen nahmen dann auch die Gäste teil. Sie wurden häufig unter Führung des Marschalls oder sogar des Hochmeisters durchgeführt, während die kleineren Reisen eher die Sache lokaler Streitkräfte und Besatzungen waren. Neben den Verheerungsfeldzügen finden sich auch Berichte über Feldzüge, deren Aufgabe es war, Befestigungen im Feindesland anzulegen, die sogenannten Baureisen. Eine dauerhafte Herrschaft konnte nur durch die Errichtung von Burgen gesichert und die Memel als Haupteinfallsweg nach Litauen nur durch eine Kette von Burgen kontrolliert werden. Im Unterschied zum Verheerungsfeldzug hatte die Baureise ihre eigene Bezeichnung, nämlich Bauung. Die Befestigungsanlagen wurden zunächst nur aus Holz und Erdwerken errichtet, was innerhalb der kurzen Zeit, die zur Verfügung stand, und der Transportprobleme verständlich ist. Folglich fanden die Baureisen nur im Sommer oder Herbst statt, also dann, wenn Eis und Schnee die Bauarbeiten nicht behindern konnten. Für den Transport wurden Boote und Schiffe genutzt, die vorgefertigte Holzteile an die Bauplätze brachten, die dann an Ort und Stelle zusammengesetzt wurden. Im 13. Jahrhundert wurden nur wenige Stützpunkte in der litauischen Wildnis angelegt. So zum Beispiel die Burg Memel 1252 oder 1259 die Georgenburg, auch Jürgenburg genannt, die bereits 1260 im Großen Prussenaufstand wieder zerstört und erst 1336 neu errichtet werden sollte. 1289 wurde Burg Ragnit errichtet, die Ausgangspunkt für alle Angriffe auf Sarmaiten und Oberlitauen wurde. Schließlich baute man 1293 die Scharlauer Burg in der Nähe von Ragnit. Bis auf die Georgenburg lagen alle Befestigungen noch auf dem linken Ufer der Memel, das sich Preußen zuwandte. Gründung und litauische Gegengründung, Zerstörung und Wiederaufbau folgten einander, ohne dass eine der Parteien einen entscheidenden Vorteil erringen konnte, so Werner Paravicini in Die Preußenreisen des europäischen Adels. Der Wiederaufbau der Georgenburg 1336 war Teil eines Versuchs, an der mittleren Memel Fuß zu fassen. Im selben Jahr begann weiter flussaufwärts der Bau von Marienburg an der Memel, der im Jahr darauf abgeschlossen wurde. An diese Gründungen schlossen sich weitere Burgen an, so zum Beispiel die Insterburg 1336 und die Bayernburg 1337. Unter Hochmeister Winrich von Kniprode, Hochmeister von 1352 bis 1382, wurden weitere Stellungen verstärkt oder wieder aufgebaut. Aber diese Befestigungen wurden bereits 1365 wieder von den Litauern zerstört. Die Gründungen an der Memel hatten zum Teil nur recht kurzen Bestand. So fiel beispielsweise die 1391 errichtete Burg Ritterswerda bereits 1394. Andere Befestigungen fielen noch im Jahr ihrer Fertigstellung. Größeren Erfolg brachte dagegen die Sicherung des östlichen Randes der Wildnis gegen Litauen. An dieser Grenze blieben die Burgen zum größten Teil bestehen. Der Bau der Metenburg mitten in der Wildnis brachte dagegen gar keinen Erfolg, sowie das gegen die Festung Garten angelegte Neugarten. Die Hilfe der Preußenfahrer an diesen Bauunternehmungen war beträchtlich. Mit Unterstützung der Kreuzfahrerheere der fürstlichen Gäste waren im 13. Jahrhundert wichtige Burgen angelegt worden, die dann nach diesen Personen benannt wurden. So zum Beispiel Königsberg nach König Ottokar II. Von Böhmen. Das gleiche geschah auch im 14. Jahrhundert in Litauen. 1337 wurde die Bayernburg unter Beteiligung Herzog Heinrichs II. Von Niederbayern angelegt. Und jetzt lese ich wieder Mittelhochdeutsch. In dem Jahre Christi 1337 dokam der Hertoge Hinrik van Beieren in Prutzenland unterhalb Buven mit den Gottesrittern in Lifanien ene schöne Borch, de het de Borch der Beire und de ward binnen drehen Wegen fullen Pracht. Aus Chronik Dietmars von Lübeck in Scriptores Rerum Prussicarum Band 3. An diesem Beispiel sieht man sehr gut, dass die Preußenfahrten nicht nur als Ersatz für den Kreuzzug nach Jerusalem genutzt wurden, sondern auch zur Mehrung des persönlichen Ruhms oder dem des Geschlechts. Paravicini schreibt zur Gründung der Bayernburg, dass Kaiser Ludwig der Bayer Bedingungen stellte, die beinhalteten, dass die Bayernburg Hauptburg Litauens und Sitz des zukünftigen Erzbistums Litauen werden sollte. Zusätzlich gab Ludwig der Burg und dem Erzbistum die Fahne Bayerns, die den höchsten Rang innehaben sollte und die bei allen Feldzügen in der Vorhut die erste
und in der Nachhut die letzte Fahne sein sollte. Es ist allerdings nicht ersichtlich, so gibt Paravicini zu, ob die Vorgaben eingehalten wurden. Hierzu Werner Paravicini, die Preußenreisen des europäischen Adels. Und das hier sind jetzt wieder die fertigen Graumäntler. 12 Mann für eine Einheit für Lion Rampant oder eben 8 Mann für eine Einheit für Saga. Wie immer hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und wenn es das getan hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, abonniert den Kanal, teilt das Video und läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt und bis bald in meiner Schmiede.